Ich habe gesagt, viele Branchen betreiben Standorte. Standorte bedeuten auch Kosten. Ja? Man muss die Standorte ausstatten und betreiben. Das heißt, es wäre wichtig, dass Sie die Entscheidung für einen Standort wirklich auf eine solide Entscheidungsgrundlage bauen und aufbauen. Natürlich ist Ihr Bauchgefühl wichtig und Ihre persönliche Erfahrung und Einschätzung. Aber wie wäre es denn, wenn Sie eine Software oder eine Methode hätten, die Ihnen dieses Bauchgefühl und diese persönliche Einschätzung und Erfahrung mit einigen Fakten und Grundlagendaten untermauert? Ja? Und genau das bewirkt Geomarketing. Ja? Wir denken in dem Kontext immer an einen datenbasierten Planungs- und Entscheidungsprozess. Ja? Und diesen Entscheidungsprozess, der lässt sich sehr gut in ein Analysesystem ummünzen, einbringen. Wichtig aber sind ein paar Überlegungen, die wir im Vorfeld machen müssen. Und das diskutieren wir mit unseren Kunden auch immer sehr detailliert. Denn wir müssen zunächst mal wissen, wo in der Expansion, wo stehen Sie da gerade? Machen Sie gerade den Einstieg, einen Markteinstieg, weil Sie vorher rein im Online-Segment unterwegs waren und jetzt stationär werden möchten sozusagen? Oder sind Sie eher schon in einem gesättigten Markt und möchten Ihre Standorte, müssen Sie reorganisieren? Ja? Haben Sie eigentlich eine konkrete Vorstellung Ihrer Zielgruppe? Wenn ja, dann müssen Sie diese bitte beschreiben und definieren. Ja? Welche Standardkonzepte bieten Sie an? Gibt es ja unterschiedliche Formate. All das sind Dinge, die müssen wir von Ihnen wissen. Die müssen Sie uns anliefern und wahrscheinlich müssen Sie sich da selber im Vorfeld auch noch ein paar Gedanken machen. Und ganz wichtig ist der Punkt der Daten. Welche Informationen haben Sie über Ihre Standorte, sofern Sie schon welche haben? Oder vielleicht haben Sie auch Informationen über Ihre Kunden. Daten, die sind das Zünglein an der Waage, die sind sehr wichtig. Da muss man auch immer gucken, wie konsistent, wie vollständig, wie gut erfasst sind diese. Also da sehen wir und erleben wir sehr viel. Und da ist Geomarketing auch eine sehr gute Unterstützung, es diszipliniert, Daten sauber und gut und vollständig zu erfassen. Ja, und wenn man das alles dann sich im Vorfeld gemeinsam überlegt hat, dann können wir das Ganze in diesen datenbasierten Planungs- und Entscheidungsprozess reingießen, in ein Geomarketing-System reingießen. Und dann können wir den weiteren Weg der Analyse, der Bewertung und der Entscheidung bestreiten. Und das werden wir dann im zweiten Teil konkret sehen an dem Beispiel. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen auf dem Thema Daten rumreiten. Daten sind wichtig. Was gibt es da alles? Was kann man verwenden? Ihre eigenen Daten habe ich schon angesprochen. Ja. Alles, was Ihr Unternehmen und Sie beschreibt, ja, also Informationen über Ihre Standorte, die möglichst vollständigen Adressen, weitere Leistungsmerkmale und Eigenschaften, Umsätze, Ausstattung, Verkaufsfläche, alles, was Sie da haben, was möglich ist. Haben Sie Informationen über Ihre Kunden? Und in welcher Form? Und in welcher Form dürfen Sie sie bereitstellen? Ne? DSGVO ist das Stichwort. Wir selber haben Datenschutzbeauftragte im Unternehmen. Wir haben Erfahrung im Umgang mit Kundendaten. Und das muss man halt einfach klären, wie Sie diese aus Ihrem System rausbekommen und was Sie für die Analyse einsetzen kann. Wenn keine Kundendaten vorhanden sind, ist nicht in jeder Branche der Fall, haben Sie vielleicht Ergebnisse aus Kassenbefragungen. Alles, was hilft, Ihre Standorte und die Reichweite zu beschreiben, nützt uns in diesem Zusammenhang. Wichtig sind dann auch, dann gehen wir weg von den sogenannten internen Daten und dann gehen wir rüber zu den externen Daten. Das ist alles, was Ihren Markt beschreibt. Ja? Zielgruppe habe ich vorhin schon genannt. Ihre Zielgruppe. Wo ist Ihr Wettbewerb? Alles, was das Standortumfeld beschreibt. Infrastruktur und dergleichen. Externe Marktdaten, die überlegen wir uns gemeinsam, die wählen wir für Sie aus und dann packen wir auch das ins System hinein und führen dann intern und extern schön zusammen. Und da entsteht dann eine Wirkung. Und noch mehr Wirkung entsteht, wenn wir dann beide Datengruppen zusammenbringen und in den Raumbezug setzen, die raumbezogenen Daten. Da entsteht dann wirklich die Wirkung von Geomarketing für die Standardanalyse. Warum ist es sinnvoll, sich die eigenen Standorte auf einer Karte anzugucken? Werfen wir mal einen Blick auf die nächste Folie. Wir sind hier am Mittelrhein zwischen Bingen und Koblenz. Schöne Gegend,
Guter Wein, geografisch hochinteressant. Die Geschichte ist nämlich die: In diesem Abschnitt zwischen Bingen und Koblenz gibt es über 70 Kilometer lang keine Brücke. Das heißt, ich komme über den Rhein nicht drüber. Gut, es gibt Fährverbindungen. Ich muss aber zum Fähranleger fahren, ich muss die Abfahrtszeiten kennen. So, wenn ich jetzt hier eine Standardanalyse mache, basierend auf einem Umkreis, Sie sehen ja diese 30 Kilometer Luftlinie. Besser mache ich doch meine Standardanalyse basierend auf einem über das reale Straßennetz geroutete Gebiet. Und dann werde ich nämlich feststellen, das bleibt komplett auf dieser Rheinseite. Ich komme da nicht rüber. Ja? Das heißt, hier drüben habe ich kein Potenzial. Und das kriege ich nur raus, wenn ich mein Einzugsgebiet wirklich sauber auf dem Straßennetz berechne. Es gibt Szenarien, da sind Umfeldanalysen, Umkreisanalysen sinnvoll, aber machen Sie trotzdem immer den Vergleich und den Check über das geroutete Straßennetz. Schauen wir uns noch ein paar Beispiele an zum Thema Einzugsgebiete, weil es spannend ist. Wir sind jetzt hier in München im Stadtteil Neuhausen am Rotkreuzplatz. Da haben wir hier einen kleinen roten Punkt. Das ist ein sehr urbanes Gebiet. Der Rotkreuzplatz ist ein Nahversorgungszentrum. Wie gesagt, sehr urban, sehr dichte Bevölkerung, gut versorgt, Supermärkte, weitere Geschäfte unterschiedlicher Segmente und Branchen, verkehrstechnisch gut angebunden. Und als Orientierung habe ich hier noch 2 Kreise gezogen, 2 Kilometer Luftlinie Radius und 5 Kilometer Luftlinie, damit wir alles weitere hier ein bisschen vergleichen und in Relation setzen können. Und jetzt gehen wir mal vom Rotkreuzplatz aus zu Fuß. 10 Minuten. 10 Minuten Gehzeit und da sehen wir jetzt einen recht kleinen grünen Klecks. Das ist ein Einzugsgebiet. 10 Minuten zu Fuß, ausgehend von der Startadresse. Ein realistisches Szenario in diesem Viertel, weil klar, man geht zu Fuß zum Einkaufen, zum Supermarkt, zum Geldautomaten oder zur Apotheke. Fußläufigkeit kann ich auch gut mit dem ÖPNV kombinieren. Schauen wir mal, wie es 10 Minuten mit dem ÖPNV ausschaut. Da sehen wir jetzt dieses blaue Gebiet und da sehen wir dann schon gleich, das hat eine ganz andere Struktur. Ja? Das bildet sich ganz anders aus. Da geht es vor allem entlang der U-Bahn-Linien. Ich habe eine Linie hier hoch in Münchner Norden. Der Stadtteil hier oben ist dann Moosach. Und ich habe eine Linie, die geht hier rein Richtung Innenstadt, Zentrum. Zum Hauptbahnhof komme ich zum Beispiel direkt vom Rotkreuzplatz aus. Ganz andere Struktur. Behalten wir es mal im Hinterkopf und jetzt steigen wir aufs Fahrrad. Ja, man kann in dem Viertel auch sehr schön mit dem Radl unterwegs sein und das sehen Sie jetzt an dem gelben Gebiet. Und Sie sehen, das wächst wieder sehr gleichförmig in alle Richtungen, Nord, Süd, West, Ost. Und Sie sehen aber auch, gucken Sie mal auf die 2 Kilometer Luftlinie. Ne? Manchmal komme ich mit dem Rad innerhalb von 10 Minuten drüber. Aber an manchen Stellen eben auch nicht. Das heißt, die Luftlinien, die Umkreisanalyse wäre auch hier weniger exakt als das geroutete Einzugsgebiet. Ja, manchmal lässt sich es nicht vermeiden. Da steige ich dann auch ins Auto und dann fahre ich mal 10 Minuten im Auto. Und da sehen Sie, da komme ich dann doch relativ weit. Da decke ich dann in diesem roten Gebiet, decke ich dann schon fast das ganze westliche Stadtgebiet von München ab. Ist ein sehr wünschenswertes Szenario. Ich gehe jetzt hier einfach von Free Flow aus, ne? Also kein Berufsverkehr und nichts. Ich kann einfach losfahren, habe lediglich natürlich die Ampeln, aber sonst keine Stau und nichts dergleichen. Wie sieht es denn beim Berufsverkehr aus? 10 Minuten mit dem Auto während der Stoßzeit. Ja, da sieht man deutlich, dass ich einfach nicht so weit komme. Ja? Das Gebiet ist deutlich kleiner. Und da bleibe ich halt dann auch wieder deutlich innerhalb dieser 5 Kilometer Luftlinie. Solche Daten gibt es, TomTom, unser Datenpartner, oder auch andere bieten diese Real-Life- oder Real-Traffic-Daten an oder historische Verkehrsdaten. Also je nach Szenario kann es sinnvoll sein, hier auch mal die tageszeitabhängige Einzugsgebiete zu rechnen. Wie Sie es machen, ob Sie die tageszeitabhängige Berechnung verwenden oder die Free-Flow-Berechnung, Hauptsache, Sie machen es einheitlich, wenn Sie Standorte vergleichen. Ja? Gut. Das waren jetzt alles Einzugsgebiete basierend auf dem
Straßennetz gerechnet. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, Einzugsgebiete oder Reichweite von Standorten zu beschreiben. Und das sehen wir hier. Es gibt Bewegungsdaten, zum Beispiel aus Handy-Apps. Und wir haben jetzt hier 2 Adressen gewählt. Sie sehen oben im Luftbild die 2 roten Punkte, da wo der Mauszeiger kreiselt. Danke Jasmin, das ist der Rotkreuzplatz hier im Geschäft. Und dann hüpfen wir rüber auf die andere Straßenseite. Hier ist auch noch ein Geschäft. So, und jetzt vergleichen wir mal die Einzugsgebiete der beiden. Das Rotkreuzplatzgebiet, das sehen wir jetzt hier auf der Karte. Wenn Sie sich das anschauen, das wächst doch sehr gleich in alle Richtungen, bewegt sich nach Nord-, Süd- und West-Ost-Ausprägung, ist auch relativ dicht und je dunkler der Mikromarkt ist, der Raum ist, desto mehr Personen kommen aus diesem Gebiet in diesen Markt. Das ist ein Drogeriemarkt in dem Fall. Schauen wir uns die andere Adresse an. Auf der Straßenseite gegenüber, gleiches Stadtviertel, ähnliche Lage. Aber man sieht, das Gebiet ist dünner, ja, das ist weniger dicht, sie haben mehr freie Flächen, aber von der Ausdehnung her haben sie eine vergleichbare Reichweite. Dieser Standort ist ein Bio-Supermarkt. Drogerie, Bio-Supermarkt. Ne? Das eine hat einfach, der Bio-Supermarkt hat eine etwas schmälere Zielgruppe als der Drogeriemarkt. Spannend ist es, sich solche Bewegungsdaten dann auch auf der Zeitschiene anzugucken. Und das sehen wir auf dieser Folie. Und da möchte ich vielleicht zur Information, die grünen Balken, das sind der Rotkreuzplatz, der Drogeriemarkt. Die sind alle höher, ja, höhere Frequenz. Und die roten Balken, das sind die Nymphenburger Straße, der Biomarkt, bisschen geringer. Wenn wir mal auf den unteren Bereich, wo wir gerade den Mauszeiger haben, da gibt es einen ganz deutlichen Knick. Und deswegen haben wir bewusst diesen Zeitraum gewählt. Das ist der Corona-Knick. Da sind wir im Frühjahr 2020 und dort sehen Sie, das war der erste Lockdown, da bricht es sehr stark ein, aber die Balken, die roten und grünen Balken, wachsen da aneinander. Das heißt, der Drogeriemarkt hat einen schwereren Einbruch, über die Gesamtheit betrachtet, als der Biomarkt. Ja. Und nach dem Lockdown geht es aber dann beim Drogeriemarkt wieder stärker ab. Das heißt, man hat dann irgendwie das Klopapier aufgebraucht und das Duschgel ist auch aus und dann muss man einfach wieder los in den Drogeriemarkt und sich versorgen. Ja, also spannende Daten und so im direkten Vergleich mit ein paar ausgewählten Standorten macht es wirklich Spaß und bringt sich das genauer anzugucken, bietet wirklich einen Mehrwert. Gut, jetzt haben wir uns ein bisschen mit Einzugsgebieten und Daten schon beschäftigt und ich habe schon gesagt, die Daten sind ein ganz wichtiges Element bei der Standortanalyse mit Geomarketing. Wir brauchen aber noch ein paar andere Bausteine. Wir brauchen Software. Sie brauchen ein Geoinformationssystem, eine Software, die Ihnen genau diese Analyse-Tools, das räumliche Verschneiden, das Kombinieren der Daten und das räumliche Auswerten bietet. Und Sie brauchen jemanden, der das Know-how hat, der diese Software bedienen kann oder es mit Ihnen gemeinsam durchführt, mit Ihnen interpretiert, Ihnen erklärt oder den Know-how zu Ihnen transferiert, dass Sie es dann selber abbilden können. Ja, das sind so die 3 wichtigen Zutaten des Geomarketing, die Software, die Daten und das Know-how. Wir schauen uns jetzt an, wie denn so eine konkrete Standortanalyse funktionieren kann. Und das machen wir in unserem WebGIS VigioWeb. Das WebGIS ist für regelmäßige Analysen konzipiert, also für wiederkehrende Fragestellungen, wirklich für das operative Geschäft. Und ich zeige jetzt her, was unsere Kundinnen und Kunden in den Expansionsabteilungen tagtäglich machen. Dafür habe ich mir im Vorfeld schon meinen User angelegt, denn das Ganze ist mit einem Recht- und Rollenkonzept hinterlegt. Dadurch kann man dann steuern, welcher User darf denn welche Inhalte sehen und welche Analysen darf er oder sie denn machen. Als erstes logge ich mich mal ein in der Applikation. So, dann sehe ich eine große Kartenoberfläche und diese Ems hier, das sind Beispieldaten, das sind meine eigenen Standorte. Die kann ich auch hier mal ausblenden. Ich kann auch mit dem Mausrad rein und rauszoomen, die Karte auch ziehen oder die Adresssuche verwenden. Und das mache ich jetzt auch mal. Ich möchte nämlich zum Rotkreuzplatz nach München. Das Beispiel, was wir von Renate gerade schon gehört haben. Da machen wir jetzt mal weiter.
Und ich fange jetzt mal an einzutippen. Da kommt dann schon eine Liste mit Vorschlägen, mit Adressen. Und das erste ist auch der richtige. Das ist der richtige Standort. Für einen ersten Überblick schalte ich mir mal hier das Luftbild ein. Und da sehe ich auch, ich befinde mich in einer urbanen Lage. Das hatten wir auch schon besprochen. Ich sehe auch hier, wenn ich mir das mal genauer anschaue, da so einen großen Kasten. Das ist ein Kaufhaus. Ich kann mir auch noch weitere Inhalte anblenden lassen. Und zwar sind das dann die Standorte von Handel, handelsnahen Dienstleistungen und der Gastronomie. Aber auf dem Luftbild erkenne ich die nicht so gut, dann ist die schematische Hintergrundkarte die bessere Wahl. Ich sehe auch gleich schon, dass relativ viel los ist hier um den Rotkreuzplatz. Also ich habe sehr viele Geschäfte an diesem Standort. Und nun beginnen wir mit der Standortanalyse. Die besteht im Grunde in 3 Schritten. Also als erstes müssen wir die Stadtadresse festlegen. Als zweites berechnen wir dann Einzugsgebiete. Und als drittes können wir unseren Report abfragen. Für die Startadresse nutze ich entweder die Adresssuche oder ich kann mit einem Long Press in die Karte einfach die Adresse festlegen. Und ich wähle mal hier dieses Ladenlokal an der Ecke aus. Das ist der Rotkreuzplatz 2a, also die Adresse wird hier automatisch gefunden. So, dann berechnen wir die Einzugsgebiete. Hier haben wir auch verschiedene Varianten vorkonfiguriert. Wenn ich jetzt mal hier ins Dropdown gehe, könnte ich mir je nach Betriebs- oder Lagetyp dann eine Variante auswählen. Es ist aber auch beliebig veränderbar. Also ich kann hier die verschiedenen Einzugsgebiete anpassen, je nachdem, wie ich es haben möchte. Das mache ich jetzt auch mal. Ich wähle als erstes Einzugsgebiet eine relativ kleine fußläufige Distanz von 800 Metern aus, da wir uns ja in einem urbanen Gebiet befinden. Und als zweites, also ich mache jetzt nicht nur ein Einzugsgebiet, sondern ein paar verschiedene. Als zweites wähle ich mal eine Distanz von 2 Kilometern aus für all jene, die dann eher mit dem Fahrrad zum Rotkreuzplatz fahren möchten. Und dann haben wir noch die Option, ein Freihandpolygon zu zeichnen. Und das mache ich jetzt auch gleich mal. Ich bin nämlich schon ein bisschen lagekundig und wir hören auch immer von Kundinnen und Kunden, dass es eine ganz gute Option ist, die eigene Expertise einfließen zu lassen. Und dieses gezeichnete Polygon können wir dann im Endeffekt dann später mit den beiden gerechneten Distanzen vergleichen. So, bevor ich aber anfange jetzt das zu zeichnen, will ich noch ein paar mehr Informationen mir anzeigen lassen. Deshalb klassifiziere ich meine bereits eingeblendeten Layer nach der Betriebsform. Also ich mache das bei allen 3 Layern. So. Und bekomme dann rote und blaue Punkte zu Gesicht. Die roten Punkte sind Filialisten und die blauen Punkte sind inhabergeführte Betriebe. Und so eine Ballung an Filialisten, die deutet auf ein Nahversorgungszentrum hin. Also hier gerade am Rotkreuzplatz habe ich eindeutig ein Nahversorgungszentrum. Mit diesen Informationen kann ich jetzt anfangen, mein Einzugsgebiet zu zeichnen. Ich fange mal hier oben im Norden an, gehe dann den Nymphenburger Kanal hier runter. Hier gibt es ein alternatives Nahversorgungszentrum am Romanplatz. Deshalb mache ich da einen Bogen außenrum, weil dann werden die Einwohner eher dorthin gehen als zum Rotkreuzplatz. Und gehe dann hier weiter Richtung Süden. Hier gibt es auch ein alternatives Nahversorgungszentrum. Auch die Bahnschienen werden das Ganze stark zergliedern, genauso wie hier der Ring. Deshalb wähle ich das Einzugsgebiet so aus. Hier gibt es dann eine Durchfahrtsstraße nach Osten. Da kann ich dann ja entlang gehen oder entlang fahren. Und genau mit einem Doppelklick kann ich das Ganze jetzt bestätigen. Und lande wieder in meinem Einzugsgebietsdialog. Jetzt berechne ich meine 3 Einzugsgebiete. Und bekomme hier auch in der Datentabelle meine Startadresse nochmal angezeigt. Und hier, wenn ich den Reiter wechsle, sehe ich auch gleich die 3 Einzugsgebiete, die ich hier berechnet habe. Den kann ich auch mal selektieren, dass man das sieht. Also das ist mein Einzugsgebiet von 800 Metern zu Fuß.
Und da habe ich beispielsweise auch gleich schon die Informationen, wie viele Einwohner denn in diesem Gebiet wohnen. Aber mehr Informationen bekommen wir gleich im Report. Und das ist jetzt der dritte Schritt. Da klicke ich dann auf den Reiter Report hier unten, habe eine Information nochmal, welche Startadresse ich gewählt habe, welche 3 Einzugsgebietsparameter ich gewählt habe und kann jetzt im Endeffekt schon meinen Bericht erstellen. Und das rechnet jetzt so 1-2 Minuten, weil dann auch räumliche Verschneidungen gemacht werden müssen. Es wird mir dann zum Herunterladen angezeigt, auch nochmal per Mail zugesendet. Ich habe das Ganze jetzt aber schon mal vorbereitet und wir können direkt in unseren Report switchen. Und was wir uns jetzt anschauen, ist ein Demo-Report. Der Demo-Report zeigt von uns ausgewählte Beispiele. Also Beispiele, die sein können, aber nicht, also die Sie nutzen können, aber nicht müssen. Also normalerweise passen wir nämlich diese Inhalte an Kundenanforderungen an und binden dann kundeninterne Daten ein und stimmen die Inhalte auf die Branche oder das Segment noch ab. Schauen wir uns jetzt Schritt für Schritt mal den Demo-Report an. Wir starten mit dem Deckblatt. Hier sehen wir nochmal die Startadresse mit den 3 Einzugsgebietsparametern. Auch wann der Report abgefragt wurde und von wem. Der Überblick zeigt uns, wo wir uns denn in München befinden. Und das ist hier im Münchner Nordwesten. Wir sehen auch in der Mikrolage nochmal das Luftbild. Das kennen wir auch aus der Webanwendung schon. Weiter geht dann das Ganze mit einer Karte unserer 3 Einzugsgebiete. Und normalerweise wären noch die eigenen Standorte hier auf der Karte eingeblendet, aber wir haben noch keine eigenen Standorte in diesem ausgewählten Gebiet. Was dann auch heißt, diese eigenen Standorte und meine ausgewählte Adresse haben keine überlappenden Einzugsgebiete und deshalb auch keine Gefahr der Kannibalisierung. Also man nimmt sich nicht selbst das Potenzial weg. Also können wir davon ausgehen, dieses Potenzial würde dann komplett zu diesem Standort zugerechnet werden. Schauen wir uns noch mal die Erreichbarkeit an. Und da sehen wir dann auf dieser Karte, dass der ÖPNV ziemlich gut vertreten ist. Das hat ja auch Renate gerade in dem Beispiel schon mal gesagt. Wir haben viele Haltestellen an unserem Standort. Jetzt kommen wir dann zu den Kennzahlen und jetzt wird es interessant. Denn hier sehen wir die Kennzahlen hier in den Spalten je Einzugsgebiet und dann nochmal im Vergleich zu Gesamtdeutschland. Das sind dann so Kennzahlen wie die Einwohner, die Haushalte, die Kaufkraft ist mit dabei, aber auch Zentralität oder die Altersstruktur. Und das sind ja zunächst erstmal nur Daten, die ich aber interpretieren muss. Also entscheidend ist, ich muss mich mal hinsetzen, mir Gedanken machen, was sehe ich denn hier vor mir? Und da hilft dann beispielsweise dieses Balkendiagramm. Da sticht heraus, dass die Altersgruppe von 25 bis 44, also die jungen Erwachsenen, einen deutlich höheren Anteil haben hier als im Bundesschnitt. Also es ist eher ein jüngeres Gebiet. Und wir können uns auch die Einwohner und die Haushalte mal anschauen. Und wenn wir das in Relation setzen, sehen wir auch, wir haben relativ viele Haushalte im Vergleich zu den Einwohnern. Das heißt dann eher kleinere Haushalte. Und ja, was haben wir noch? Die Kaufkraft ist auch immer ein interessantes Merkmal. Das ist, hier sehen wir dann, die Kaufkraft ist circa 1/4 höher als der Bundesschnitt. Also wir haben ein wohlhabendes Gebiet, das kann man schon auch sagen. Insgesamt sind diese ganzen Kennzahlen auf der linken Seite alle Kennzahlen zu der Wohnbevölkerung. Und auf der rechten Seite schauen wir uns jetzt die Handelslandschaft an, also unsere Mitbewerber. Wir haben uns für den Demo-Report als Mitbewerber dann den Lebensmitteleinzelhandel ausgewählt, aber diese Informationen können je nach Branche natürlich auch angepasst werden. Wir sehen hier, der Lebensmitteleinzelhandel ist ziemlich gut vertreten. Und selbst wenn jetzt der Lebensmitteleinzelhandel nicht Ihr konkreter Mitbewerber sein
sollte, wäre es durchaus interessant, diese Informationen sich anzuschauen, da der Lebensmitteleinzelhandel natürlich auch immer als Frequenzbringer dient. Und wenn Sie jetzt ein Shop-Konzept haben, was von Frequenz lebt, sind diese Daten natürlich auch interessant. Und hier sehen wir jetzt die Aufteilung. Wir sehen, jetzt bin ich kurz geswitcht. Hier sehen wir jetzt die Aufteilung des Lebensmitteleinzelhandels. Also wir haben für jeden Geldbeutel eigentlich was mit dabei. Es sind sowohl Discounter vertreten als auch Biosupermärkte. Also ein relativ breit gefächertes Angebot. Keine eigenen Standorte haben wir im Einzugsgebiet, das habe ich schon mal besprochen, weiter oben. Und ansonsten wären hier dann Inhalte zu den eigenen Standorten zu finden. Gehen wir weiter. Die nächsten 2 Karten zeigen den Standort im Nahbereich. Und das sind jetzt Heatmaps aus unserem Vigeo Standortatlas, auf den wir später im Webinar nochmal zu sprechen kommen. Jetzt mal erst zur Erklärung zu der ersten Karte. Ich sehe, die roten Bereiche sind Bereiche, in denen Filialbetriebe stark überwiegen. Also hier habe ich ein Cluster an Filialisten am Grotkreuzplatz. Und die blauen Bereiche sind dann Bereiche, in denen die inhabergeführten Betriebe überwiegen. Und wenn ich das jetzt kombiniere mit der zweiten Karte, sehe ich, dass gerade in den Clustern der inhabergeführten Betriebe eher ein gehobeneres Preissegment zu finden ist. Das bedeutet, da finde ich dann eher so Läden wie Modeboutiquen, Vinotheken, Feinkosthandel, also etwas gehobeneres Preisniveau und auch Inhaber geführt. Verkaufsflächen der Händler sind natürlich auch immer von Interesse. Hier diese Übersicht zeigt die Verkaufsflächen unserer Marktbegleiter im Einzugsgebiet. Wir haben einen großen Marktbegleiter, das ist das Kaufhaus. Das hatten wir auf dem Luftbild schon gesehen. Der hat dann bis zu 10.000 Quadratmeter ungefähr. Und sonst gibt es relativ viele kleinflächigere Geschäfte in unserem Einzugsgebiet. Die Angebote gehen dann auch über die reine Nahversorgung hinaus. Also wir haben ca. 50% Nahversorgung an unserem Standort und der Rest ist dann eher Innenstadtbedarf. Also das sind Produkte, die man sonst eher in einer Innenstadt finden würde. Abgerundet wird dann der Report noch mit einem Glossar, mit der Erklärung der ganzen Begrifflichkeiten. Und das Copyright darf natürlich auch nicht fehlen. Das ist nämlich ein datenbasierter Entscheidungsprozess und da brauchen wir natürlich auch die Quellen. Und wir sind jetzt einmal im WebGIS unsere 3 Schritte durchgegangen. Also als erstes haben wir die Startadresse festgelegt. Danach haben wir unsere Einzugsgebiete berechnet und den Report abgefragt. Und jetzt sind wir so Schritt für Schritt den Report ja mal durchgegangen. Also haben Sie jetzt hoffentlich schon mal ein Beispiel gesehen, wie eine konkrete Standortanalyse aussehen kann. Dann gehen wir zum dritten Teil. Da haben wir gesagt, wir wollen ein bisschen strategischer jetzt an das ganze Thema rangehen und gucken, wie kann uns Geomarketing bei der Standortanalyse helfen, wenn wir mal, ja, wir wollen ja nicht immer nur reagieren, wir wollen ja auch agieren, ja, und wir müssen ja gucken, dass wir wettbewerbsfähig bleiben und dass ich gute Zielgebiete für Expansion finde. Und da denkt man im ersten Schritt ja oft an die, ja, wenn ich nach prosperierenden Märkten suche, denke ich in erster Linie oft an die Metropolen und die Ballungszentren, ja, wo ich aber dann auch oft hohe Mieten und Pachtsätze zu erwarten habe. Also die Kosten spielen da hier wieder eine Rolle. Man könnte ja auch mal sich eher in den mittelgroßen Städten umgucken und schauen, wo sind da denn gute Begebenheiten, wo finde ich meine Zielgruppe, wo passt die Kombination an Eigenschaften, Merkmalen, um dann dort vielleicht in der Expansion tätig zu werden. Und da gucken wir uns jetzt mal ein Beispiel an. Wir haben hier eine Karte. Sie sehen dunkle Flecken auf der Karte und ich erkläre Ihnen jetzt gern, falls man es nicht ganz so gut sehen kann, was Sie da sehen. Wir haben Gemeinden in Deutschland ausgewählt, die eine hohe Zentralitätskennziffer haben. Kurz erklärt, Zentralität bedeutet Kaufkraftzufluss.
Ja? Es gibt die Kaufkraft der vorhandenen Wohnbevölkerung und es gibt die Umsätze, die im Einzelhandel getätigt werden. Und wenn die Umsätze, die getätigten, höher sind als die vorhandene Kaufkraft, habe ich Kaufkraftzufluss. Sprich, diese Gemeinde, dieser Ort hat eine hohe Versorgungsfunktion fürs Umland und aus dem Umland kommen die Leute hierher zum Einkaufen. Also hohe Zentralität und wir haben Gemeinden genommen ab 30.000 Einwohnern und mehr. Ja? Und diese Kombination, die sehen Sie hier und da fallen uns ein paar Städte auf. Da möchte ich zum Beispiel Trier ist sehr dunkel hervorgehoben, die Stadt Würzburg, das hier dürfte Schweinfurt sein, das hier Fulda und weiter hier im Osten haben wir zum Beispiel Zwickau und Chemnitz. Ja? Das sind Städte, für die diese Merkmalskombination gelten. Und warum nicht dort sich mal nach Standorten umgucken? Kleiner Funfact, die Stadt Passau, die hat in dieser Selektion mit Abstand den höchsten Zentralitätsindex mit 237. Haben wir noch ein Beispiel. In dieser Karte haben wir Postleitzahlengebiete selektiert. Und zwar die Postleitzahlengebiete, die eine sehr hohe Eigentümerquote haben. Das heißt, in diesen blauen Gebieten leben sehr viele Menschen, die im Wohneigentum leben mit über 80% und höher. Ja? Und was fällt da auf? Wir sehen hier in Rheinland-Pfalz haben wir eine sehr hohe Dichte, ja, an Postleitzahlen mit einer hohen Eigentümerquote. Dann haben wir hier ein bisschen so einen freien Streifen, ja, hier um Großraum Frankfurt, Hessen und auch einen Teil von Baden-Württemberg, wo es eigentlich weiß bleibt, ja. Und dann gehe ich noch weiter rüber nach Bayern. Da habe ich wieder einige Gebiete und auch im südlichen Thüringen, ja. Was mache ich jetzt mit so einer Karte? Gehen wir ein bisschen mal von dem Standardgedanken weg. Sie sind ein Anbieter für PV- und Solaranlagen oder Gebäudesanierung oder Gartengeräte. Ja, geben Sie diese Karte Ihrem Vertrieb an die Hand. Oder Sie wissen, wo Sie vielleicht gezielt einen Vertriebsmitarbeiter oder einen Franchise-Nehmer sich suchen sollten, weil Sie dort einfach ein hohes Potenzial haben. Machen wir noch ein Beispiel. So, auch ein interessantes Thema. Angenommen, ich möchte vielleicht in die Richtung gehen, vielleicht möchte ich ein Reformhaus eröffnen oder einen Klamottenladen für nachhaltige Mode und dergleichen. Da interessieren mich dann, wo ich denn ja, die passende Zielgruppe vorhanden habe. Wir haben hier mal jetzt für die Städte Frankfurt und Münster die Merkmalskombination hoher Anteil der Konsumentengruppe der LOHAS. LOHA steht für Life of Health and Sustainability. Und wir haben eine hohe Kaufkraft für nachhaltige Produkte. Und das kombiniert. Und da kann ich mir jetzt anschauen, in Frankfurt am Main würde ich dann mich also vor allem im Nordwesten der Stadt umgucken. Oder dann vielleicht auch südlich des Mains, ja, wo ich auch ein paar grüne, große Gebiete habe. Und in Münster, da müssen wir vielleicht uns eher dann westlich von der Altstadt, vom Zentrum umgucken. Was haben wir noch? Wir haben jetzt eher ein bisschen auf die Zielgruppen, die sich auf die Wohnbevölkerung beziehen, aber vielleicht habe ich ja auch ein Ladenkonzept, ein Konzept, vielleicht komme ich aus dem Food-Umfeld oder aus der Systemgastronomie und da interessiert mich die Wohnbevölkerung nicht so sehr, sondern da will ich irgendwo hin, wo ich viele Menschen habe. Ja? Und da ist das Merkmal Tagbevölkerung ideal. Die Tagbevölkerung drückt aus, wo sich tagsüber viele Menschen aufhalten. Sprich, es geht vor allem um die Erwerbstätigen. Ja? Wird über die Erwerbstätigen, über die Büroarbeitsplätze abgebildet, aber auch über die Einpendler, ja? Schülerpendler, Studenten und dergleichen. Und das sehen Sie jetzt mal hier für Hamburg und für München. Und für Hamburg sehen wir, ja, das ballt sich sehr im Zentrum von Hamburg, ja, von der Binnenalster runter bis zum Hafen, ja, und die ganze Hafencity. Und in München ballt sich das, ja klar, vor allem in der zentralen Innenstadt, in der Altstadt. Aber da habe ich dann auch hier im Münchner Norden habe ich dann auch so einen Gürtel mit verschiedenen Gebieten oder auch im Osten, ja. Also es wird sehr schnell sichtbar, wo man sich hinbewegen kann mit seinem Shop-Konzept. Haben wir noch ein Beispiel für Österreich, weil die Tagbevölkerung gibt es auch für Österreich. Und hier haben wir zum Beispiel die Stadt Graz. Hier sehen wir, dass es dann noch doch hier wirklich sehr
sich in der Innenstadt natürlich konzentriert bewegt. Aber wir haben noch einzelne andere Inseln, wie hier zum Beispiel. Oder hier, da glaube ich, befindet sich ein Krankenhaus oder eine größere Gesundheitseinrichtung. Wenn mir die Ortskenntnis fehlt, dann muss ich auf aussagekräftige Daten zurückgreifen. Also auf aussagekräftige Informationen zurückgreifen. Also auf Daten, die mir Informationen geben zu den Standorten von Handel, handelsnahen Dienstleistungen und Gastronomie. Und solche Daten schauen wir uns jetzt mal an und das machen wir auch in unserem WebGIS. Wir schauen jetzt für das erste Beispiel mal nach Wien. Ich habe da ein Lesezeichen vorbereitet. Dieses Lesezeichen klassifiziert den Handel nach der Betriebsform. Und insgesamt speichert dieses Lesezeichen nämlich nicht nur den räumlichen Ausschnitt, sondern auch Klassifikationen, Filter, Beschriftung oder dergleichen. Und das ist eine ganz gute Option, sich ein paar Sichten dann zu merken. Und wir sehen jetzt hier ist der Handel angehakt aus unserem Vigio-Standortatlas. Der ist dann klassifiziert. Und wir haben aber im Standortatlas noch ganz viele andere Branchen und Segmente. Wir haben die Gastronomie, Freizeit, Gesundheit, Bildung, Regierung und Verwaltung, Verkehrsinfrastruktur. Also es ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, was ich jetzt herzeigen werde. Machen wir mal weiter erstmal mit dem Handel. Wir sehen jetzt die Filialisten in Rot und die inhabergeführten Betriebe in Blau. Das ist eine Klassifizierung, die wir eigentlich auch schon kennen aus dem Beispiel von zuvor. Wir sehen hier die Maria-Hilfer-Straße, das ist eine der Hauptshoppingstraßen in Wien. Die ist zunehmend durchfilialisiert. Gleiches gilt dann auch für die Kärntner Straße und hier rund um den Stephansdom. Und auch in den anderen Bezirken, da habe ich einzelne Straßenzüge, die dann, an denen sich die Filialisten ganz gerne ansiedeln. Jetzt nutzen wir aber mal die Filterfunktion, um das Ganze mal ein bisschen abzuspecken. Wir filtern jetzt mal nach dem Sortiment und wir filtern nach dem Sortiment Bekleidung und Schuhe und Lederwaren. Da habe ich jetzt schon einen Vorschlag bekommen. Daten filtern. Und da sieht das Bild schon ganz anders aus. Wir sehen, hier sind die Hauptshoppingstraßen in Wien ganz deutlich durchfilialisiert. Und wir sehen auch weit andere Filialcluster eher im äußeren Bereich. Das sind dann Shoppingcenter, wie hier beispielsweise die Shopping City Süd. Und diese Information kann ich jetzt auch noch kombinieren mit anderen Inhalten von unserem Vigio-Standortatlas. Da nehme ich mal das Angebotsniveau her. Dieser Layer zeigt jetzt die unterschiedlichen Einkaufslagen je nach Qualität und Preisniveau. Also ich erkenne da beispielsweise Lagen mit einem hohen Preisniveau, also dann die Luxuslagen. Die sind dann hier um den Stephansdom zu finden, am Graben, am Kohlmarkt, aber auch beispielsweise hier am Spittelberg. Und beim Spittelberg ist hier die Besonderheit, dass ich eher den inhabergeführten Einzelhandel dort vorfinde und nicht unbedingt Filialisten. Aber an sich bekomme ich hier durch diese Anzeige schon einen ganz guten Überblick über die Stadtstrukturen und zu meinen potenziellen Zielgebieten und wo ich mich vielleicht dann selbst auch dazugesellen möchte. Ich habe aber vielleicht auch gar nicht ein Standortkonzept, das für die Innenstadt geeignet ist. Vielleicht ist ja mein Standortkonzept so ausgelegt, dass ich große Flächen benötige. Da wäre dann eher ein Fachmarktzentrum hilfreich. Und das haben wir uns auch mal als Lesezeichen im Vorfeld gespeichert. Man findet Fachmarktzentren eher in äußerstädtischen Lagen, also so hier in Ein- und Ausfallstraßen. Hier im Norden ist das ganz gut zu sehen, da sind viele Fachmärkte zu finden, also viele großflächige Fachmärkte, unter anderem dann Möbelhäuser oder sonstiger großflächiger Einzelhandel. Aber auch hier im Süden ist eine große Ballung an Fachmärkten zu sehen, das ist die Shopping City Süd. Gehen wir nochmal zu den Trendlagen über. Das ist ein weiteres Beispiel in Wien. Trendlagen sind attraktive, höherpreisige Einkaufslagen mit einem eher alternativen Shop-Konzept. Also die bieten dann Lifestyle- oder Trendprodukte an und dort
ja, das sind eher extravagante Läden. Also die Sortimente sind nicht auf die breite Masse dann ausgelegt. In Wien sieht das Ganze dann so aus. Wir haben hier Hotspots in Pink gehalten, hier bei der Wollzeile beispielsweise. Auch der Spittelberg ist eine Trendlage. Und auch hier im 15. bei der Rheindorfgasse sehen wir eine Trendlage. Und vielleicht ist ja mein Shop-Konzept auch ein bisschen extravaganter. Dann wären dann eher solche Lagen interessant für mich. Und dann kann ich ja schauen, ob mein Standort vielleicht eher in solche Lagen passt. Gehen wir nochmal nach Frankfurt. Da habe ich noch was anderes vorbereitet. Da schauen wir uns als erstes jetzt mal den Filialisierungsgrad an in Frankfurt. Und im Grunde ist der Filialisierungsgrad einfach eine Heatmap der roten und blauen Punkte von zuvor. Also die Heatmap kann man sich so vorstellen wie eine Wetterkarte. Und die roten Punkte sind wieder die Filialisten und die roten Bereiche sind dann eher die Filialisten und die blauen Bereiche sind dann die inhabergeführten Bereiche. In Frankfurt bekomme ich ein super klares Bild über die Stadtstrukturen dadurch. Ich sehe gleich, wo sich die Filialisten tummeln. Hier an der Zeil, aber auch am Bahnhof, hier oben an der Leipziger Straße, an der Berger Straße und auch in Sachsenhausen sind Cluster an Filialisten vorzufinden. Ich habe aber auch Cluster an inhabergeführten Betrieben. Und schauen wir uns auch noch mal das Angebotsniveau in Frankfurt an. Dafür schalte ich den Filialisierungsgrad dann aus. Und das gibt uns dann ein Bild der Lagekategorien. Also die schlichte Lage, bekannt für Frankfurt, ist dann eher am Bahnhof vorzufinden oder auch in der östlichen Zeil. Und die Luxuslagen, die erkennen wir dann in den blauen Bereichen. Das ist dann hier bei der Goethestraße. Interessant ist es in Frankfurt zu sehen, wie nah eigentlich diese zwei Extreme beieinander liegen. Das ist jetzt auch nicht in jeder Stadt so. Das kann man sich durch den Vigeo Standortatlas für jede Stadt beliebig anzeigen lassen. Und jetzt haben wir dadurch aber schon mal ein grobes Bild bekommen und genau dafür ist der Standortatlas auch da, um sich ein gutes Bild von einer Stadt machen zu können und dann in die tiefere Bewertung dann später einzugehen.